Das Ende dieser englischen Woche endet im Schnee beim BVB. Nächstes Spitzenspiel, Dritter gegen Vierter. Wir haben leider 5 Punkte Rückstand auf die Bayern, weil wir dann ausgerechnet gegen die Bayern zu Hause verloren haben. 1:3. In der Champions League sind wir Gott sei Dank weitergekommen, haben also auch da ein bisschen Geld. Jetzt hoffe ich, dass wir uns im Winter nochmal ein paar Leute dazu holen können. Tuta wird ja aller Voraussicht nach zum BVB gehen. Der spielt heute schon mal gegen seinen zukünftigen Club. Dazu musste ich noch 2, 3 weitere Spieler leider austauschen, aufgrund der englischen Woche halt. Ne? Jetzt kriegt Adeyemi schon mal gelb, es geht schon mal gut los. Ja, und mal gucken, ob wir heute halt dann gewinnen gegen Dortmund, um oben dran zu bleiben an den Bayern, weil wenn die dann schon 8 Punkte oder so weg sind, das wird dann auch schwer, das in der Rückrunde aufzuholen. Dortmund eigentlich traditionell auch so wie, ja, ich würde sagen, so wie Leipzig, pressen eigentlich auch hoch, sind teilweise auch sehr offen hinten, aber das muss ja nicht unbedingt immer positiv sein für uns, wenn wir das halt ja auch nicht verteidigt bekommen. Adeyemi gegen Larsson, ja, fairer Zweikampf, nee. Da braucht Adeyemi gar nicht hinfallen oder sonst irgendwie was raus haben wollen. So, jetzt die Chance mal umzuschalten. Das ist das beste Beispiel. Seht ihr oben die Tabelle? Also ein Sieg ist heute quasi Pflicht für uns, weil die Bayern auch gleichzeitig oder zeitgleich gegen Leverkusen spielen. Heißt also auch da werden sich gegenseitig die Punkte genommen. Die ersten 4 Mannschaften also unter sich heute. Wird ja sehr, sehr spannend, sehr, sehr aufregend. So, Flanke mal. Oh, aber wieder zu weit. Das ist wieder ein Ding mit den Flanken hier. Ugarte, Larsen unten auf dem Nkunku. Der muss eigentlich in die Mitte, in die Spitze. Er kriegt den Ball leider nicht. Wir kriegen aber dafür den zweiten Ball. Wir setzen uns jetzt ein bisschen fest. Das ist gut. Da ist Haraldsson mit Larsson. Den Gabriel. Oh, kein Foul. Da fallen sie wieder alle übereinander her. Haraldsson. So ein bisschen wilde Phase gerade, ey. Ich weiß nicht wohin. Dortmund steht hinten drin. Jetzt mal die Chance vielleicht. Ugarte, wenn Chukwueze durchläuft. Oh, schöner Ball. Aber gut, es wäre abseits gewesen. Aber so oder so ähnlich könnte das funktionieren. Wenn der Ball hier einfach ein bisschen früher gespielt wird. Und auch genauer, dann ist halt Chukwueze durch. Und wir machen direkt weiter. Ballgewinn, Ugarte. Da läuft Chukwueze durch. Der Ball ist diesmal besser gespielt. Gegen Riasson, aber kommt da leider nicht ran. Aber dafür Larsson. Das ist unfassbar. Auch wenn der Ball jetzt verloren geht, auch wenn er da den Fehlpass spielt, aber der gewinnt so viele Zweikämpfe, so viele wichtige Bälle auch im Mittelfeld. Aber wir können uns halt nichts von kaufen, wenn wir es nicht mal ausnutzen irgendwann. Ne? Nkunku ist dazwischen, sehr schön. Achtung, Pressing. Jetzt ist ganz wichtig, sich dazu befreien und das machen wir. So, und dann muss es den Weg nach vorne geben. Ugarte kriegt den natürlich nicht auf Chukwueze. Jetzt aber im zweiten Versuch gegen Murphy. Martin kommt. Oh, aber dann wird der so scheiße gespielt. Aber Chukwueze setzt nach. Dortmunder wirken da auch nicht sicher. Gabriel gegen Larsen. Also es hängt gerade immer so am letzten Ball. Der kommt leider nicht so, wie ich das gerne möchte. Müsste Abseits sein? Nee. Doch kein Abseits. Larsson ist dazwischen sehr, sehr schön. Also es ist, ja, ich will nicht sagen merkwürdig. Also wir sind die bessere Mannschaft. Ja, ohne wirklich Gefahr auch vorm Tor auszustrahlen. Dafür ist Dortmund oder steht Dortmund hinten zu gut bislang. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Haraldsson jetzt mit der Chance auf Larsen. Die erste richtig gute Chance. Es geht doch. Auch mal konsequent zu Ende gespielt. Ne? Auch wenn Dortmund hinten Lücken hat. Die müssen wir dann natürlich auch so bespielen. So, jetzt macht Haraldsson das. Von links immer ein Rechtsfuß zum Tor hin. Oh, das ist eine gute Ecke. Pacho. Und das Aluminium ist dazwischen. Nochmal die Flanke. Haraldsson, Larsen. Oh, abgeblockt. Und Chukwueze wäre fast hingekommen. Es geht doch. Jetzt haben wir auch Chancen. Nachdem wir hier dominant waren im Spiel, im Mittelfeld und so weiter, haben wir auch endlich mal die erste vernünftige Chance. Und die nächste folgt vielleicht zugleich. Kaldiolu gegen Riasson. Oh, das ist eine super Flanke. Haraldsson. Eine Traumflanke. Und ein bilderbuchartiger Kopfball. Wahnsinn, was ich hier heute für Wörter auspacke in meinem Repertoire. Ich bin von mir selber ganz geschockt, ehrlich gesagt. Aber endlich klappt das auch mal wieder. Und es ist ja so simpel. Was ist das für eine Kameraperspektive? So, jetzt Flanke, Kopfball. Es kann manchmal so einfach sein, wenn es da um Flanken geht und Kopfbälle. Nochmal hier posiert fürs Album. Und Haraldsson macht das 4. Tor.
Und das in seinem 12. Spiel. Das ist, wie gesagt, auch ein richtig guter Mann. Der wird dann auch nochmal ein bisschen stärker dann in den nächsten Jahren, in den nächsten Saisons. Und wir sind schon wieder vorne. Also es spielt bislang nur eine Mannschaft hier. Dortmunder 2-3 Mal im Strafraum. Das war's dann halt auch aber. Oh, ein Kunku. Den kriegt er noch und holt den Einwurf. Auch wieder ein bisschen Zeit. Das große Problem bei uns ist halt jetzt das zweite Ding. Direkt nachzulegen. Larsen, Chukwueze, gut gemacht. Aber natürlich rücken sie sofort raus. Da ist ja gar keine Chance irgendwie mal auf den zweiten Ball. Ich weiß auch gar nicht, wer bei Dortmund so alles spielt. Müssen wir uns gleich mal angucken in der Halbzeit. Also Sabitzer habe ich schon gesehen, Riasson. Dann ist vorne Sebastian Aller, Karim Adeyemi müsste, glaube ich, da sein. Sabitzer. Ojen. Wer auch immer das sein soll, keine Ahnung. Wieder Sabitzer. Eigentlich nur stehen und dann im richtigen Moment, genau, entweder spielen sie uns den Ball selber in den Fuß oder wir sind dann dazwischen. So, jetzt Chukwueze gegen Şahin, wer immer das auch ist. Chukwueze an allen vorbei und jetzt muss er den Ball in die Mitte kriegen. Oh, oder nach hinten oder auch dahin. Wenn er auf Larsen kommt oder hinten auf Haraldsson wieder, steht es 2-0, bin ich mir sehr sicher. Sieht Boniface übrigens genauso. So, nächster Eckball wird der letzte sein. Die letzte Aktion vor der Pause. Und das 2-0. Und wieder ein Kopfball und diesmal ist es Larsen. Und wieder sträflich frei eigentlich in der Mitte. Also, wie die bei Eckbällen verteidigen. Katastrophe aus Dortmunder Sicht. Mir soll es recht sein. Aber da war ja wirklich überhaupt niemand. Wo stehen die denn alle, um Gottes Willen? Am zweiten Pfosten steht dann auch keiner. Genau das hat uns halt gegen Bayern auch gefehlt. Ne? Die Führung, alles gut, auch mit in die Pause genommen. Aber das zweite Ding, das musst du einfach machen. Auch das ist noch kein sicheres Ergebnis, aber 2-0 ist halt schon mal eine Führung. Und das muss Dortmund halt auch erstmal aufholen. Und der bislang halt auch nur einen Schuss. Bessere Mannschaft sind wir. Dortmund spielt mit einem 4-1-4-1 mit Sebastian Aller, wie gesagt, Luka Ojen oder Ojen. Dann haben sie Sabitzer, Metscher, Adeyemi, Cihan Şahin, sieht auch wie ein Nachwuchsmann aus. Dann haben sie Riasson, Murphy mit einer 70. Daneben Gabriel, dann Walker, Kyle Walker und hinten halt Gregor Kobel, der halt auch eine 77 jetzt mittlerweile hat. Aber das überrascht mich. Murphy, haben die keine anderen? Dann haben sie noch Füllkrug, Pablo Barrios, Michael Kayode, oder Kayode auch noch nie gehört. Nicolas Jackson, das ist der von Chelsea, glaube ich. Brandt und Tom Roth und Lotka. Also einen richtigen Innenverteidiger-Ersatz. Ich weiß nicht, ob Roth auch Innenverteidiger spielen kann, aber da müssten sich die Dortmunder echt mal verstärken. Naja, egal. Ich wundere mich nicht, was bei anderen Mannschaften passiert. Hauptsache bei uns läuft's und das tut es momentan. Mit dem 2-0. Ich hoffe, dass wir vielleicht nochmal ein, zwei Dinger nachlegen können. Vielleicht starten wir jetzt gleich rein über einen Kunku gegen Walker. Natürlich, der hat mit seiner 77 da auch nicht mehr den größten Antritt. Und dafür haben wir noch junges und gutes Personal auf der Bank. Das ist halt auch der Unterschied. Und wie gesagt, wir brauchen den Sieg. Egal, was bei Leverkusen gegen Bayern passiert, wir brauchen den Sieg, um halt wieder näher ranzukommen an die Spitze. Und das nächste Spiel ist dann Dortmund gegen Bayern. Da darf Dortmund dann gerne wieder gewinnen. Heute dürfen sie oder müssen sie nicht unbedingt gewinnen, aber wir mit Chukwueze, der macht das alleine. Nächste Chance, wird nicht die letzte gewesen sein. Und Barrios kommt für Şahin, das ist, wie gesagt, so Jugendspieler für Jugendspieler, ist ja auch okay. Da machen wir wieder einen Rechtsfuß, wieder Haraldsson, hat ja ganz gut geklappt. Gucken wir mal, auch die Flanke ist nicht so schlecht. Larsen gegen Riasson, auch sehr ruhig. Und jetzt ganz unten Caliodo, wenn er den da angeflankt bekommt. Sehr gut. Nächste Flanke. Schöne Flanke, Larsen. Und Ball ist quer in der Luft. Chukwueze schraubt sich da am höchsten. Ist so wie Ragnar Ache bei uns in der Hertha-Karriere. Auch eine große Sprungkraft. Ja, und sie versuchen es aber, sie kommen nicht durch. Wir verteidigen das heute echt gut. Da arbeitet jeder mit nach hinten und das System, das gesamte System, die ganze Spielweise von Dortmund, die kommt uns halt bislang richtig gut entgegen. Jetzt schienen sie sich noch gegenseitig an, also bei Dortmund läuft es heute nicht so gut. Um es mal nett zu sagen, dafür läuft es bei uns umso besser. Oh, Chukwueze, schade. Wenn er da durchkommt, ey, dann steht es eventuell 3-0.
Aber aufgepasst, Dortmund kommt mit einer Aktion. Da kann das ganze Spiel wieder auf den Kopf gestellt werden. Kanisici abgefälscht. Da hatten wir Glück. Aller, nächste Chance. Jetzt kommen sie so langsam. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir bringen mal Boniface rein, ein bisschen frische Kräfte. Dann kann Shaibi auch hängende Spitze. Ja, macht er. Nagalo, Meier, Mamouche, der war halt auch überhaupt nicht fit. Aber die anderen lassen wir noch mal. Wir haben ja noch eine halbe Stunde mit Nachspielzeit. Gucken wir mal, ob Dortmund jetzt noch mal eine Schussoffensive oder mal überhaupt eine Offensive startet. Von mir aus nicht. Aber ich habe es ja nicht in der eigenen Hand. So, Adeyemi gegen Kadiolo auch ganz leicht und easy verteidigt. Jetzt müssen wir wieder hier hinten rausspielen. Machen wir natürlich. Ganz souverän und dann ist der Platz da. Nkunku. Haraldsson läuft durch, den habe ich gesehen. Mit Boniface im Zusammenspiel. Super. Und jetzt wieder oben. Oh, schade. Das wäre ein richtig guter Spielzug geworden. Aber hat nicht sollen sein. Und dann wieder alle nach hinten in die Verteidigung. Da ist ein Matcher auch blind gegen Ugarte. Also das ist sehr, sehr gut von uns. Nach wie vor verteidigt. Boniface arbeitet auch mit nach hinten. Nächster Ballfluss. Also sehr, sehr schwach von Dortmund. Und Gott sei Dank heute gegen uns. Gegen Bayern können sie gerne wieder ein anderes Gesicht zeigen. Gut, aber das Spiel ist natürlich auch noch nicht vorbei. Pacho. Achtung, die Chance! Und prompt ist der Anschluss da. Und das ist halt auch ganz typisch. Einmal nicht aufgepasst, der Schiri hat da irgendwie die Fahne gehoben. Aber dann war es ein Vorteil. Das wird ja nicht wohl Abseits gewesen sein oder er hat die Fahne nicht gehoben. Dann ist es dann halt auch wieder ausgerechnet Sebastian Aller, der hier das 1:2 macht und das Ganze wieder spannend macht. So völlig aus dem Nichts. Wir standen eigentlich hinten ganz gut. Dann haben wir wieder die eine Lücke aufgemacht, den einen Fehlpass gespielt. Und dann ist es wie so oft, dass wir das Ding halt auch mal nicht zu 0 spielen. So, aber wir bleiben dran. Dortmund, die spielen seit Minute 1, spielen die hier Pressing. Sehen die nicht irgendwann mal kaputt? Die laufen sich ja hier die Lunge aus dem Leib. Ist ja Wahnsinn. Und jetzt wie bei Larsson. Oh, einer seiner wenigen Fehlpässe. Oh, oh, oh. Jetzt aufgepasst. Jetzt sollen wir den Kopf nicht verlieren. Jetzt müssen wir weiterhin fokussiert sein. Fokussiert bleiben. Achtung, nächste Chance. Adeyemi. Oh, sind wir da. Mit Tuta, mit Kanisici. Pacho und schon sind wir wieder vorne. So, und jetzt die nächste Chance. Walker, der ist schon platt. Mit seiner 77er Stärke vorne. Chukwueze. Komm, das ist hoffentlich kein Abseits. Ja, ist kein Abseits. Mit der Chance! Und der alte Abstand ist wieder hergestellt. Und eventuell auch schon sowas wie die Vorentscheidung. 3-1. Und Samu Chukwueze. Genau für so Aktionen brauchst du dann auch mal so Spieler, ja, halt auch einfach mal aus so einer Einzelaktion was machen. Da habe ich eigentlich schon wieder den Ball verloren gesehen. Aber Riasson kommt dann auch nicht ran. Chukwueze macht das. Stellt den alten Abstand wieder her und bringt uns hoffentlich näher an die Bayern ran. Wenn es denn dabei bleiben sollte. Ja, und bis auf die eine Aktion ist das halt auch wirklich schwach. Und vorher, oh, sein allererstes Tor in der Liga? Lol. Ich habe gedacht, der hat schon mehr geschossen. Dann wahrscheinlich Champions League und Pokal. Aber ich habe gedacht, der hat schon in der Bundesliga... Nee, noch nicht? Okay, offensichtlich. Vielleicht war das jetzt sein Knotenlöser, den er gebraucht hat. Achtung, apropos Knotenlöser, Adeyemi. Ugarte ist da. Oh, jetzt fällt der natürlich um, obwohl er im Zweikampf war. Muss auch mal jemandem erklären in der ruhigen Minute. So, nächste Chance. Oh, auch wieder 2 gegen 1 wäre Boniface und Shaibi vorne gewesen. Stattdessen kommt jetzt Dortmund nochmal über Barrios. Barrios, aber das ist so eine Art Verzweiflungsschuss. Wir machen jetzt ein bisschen entspannter, wir machen ein bisschen ruhiger. Wir nehmen hier die 3 Punkte mit. Werden also das Spiel gegen Dortmund gewinnen und je nachdem, wie jetzt Bayern gegen Leverkusen gespielt hat. Im besten Fall haben sie unentschieden gespielt oder Leverkusen hat gewonnen. Dann wären wir nämlich auch wieder ein bisschen näher oben dran. Pacho dazwischen, Larsson auch wieder da, schön abgelaufen. So, letzte Aktion wahrscheinlich. Nach vorne über Shaibi, Boniface, ganz unten, Chukwueze. Ja, das spielen wir jetzt hier zu Ende. Nochmal ein langer Ball auf die andere Seite und dann wird es das gewesen sein. Meier.
Eine Flanke nochmal. Shaibi, der kommt nicht ran. Gibt es nochmal einen Abpraller? Nee. Also, Schlusspfiff. Darf gerne ertönen. Jawohl, so ist es. 3-1-Sieg beim BVB. Verdient. Und doch auch sehr, ja, einfach jetzt nicht. Aber ich habe es mir auch ein bisschen komplizierter vorgestellt, weil die halt auch oben drinne stehen. Aber anscheinend, ja, sind sie heute mal auf ihren Meister getroffen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gewonnen. Ein Tor durch Chukwueze, Larsen und Larsson. Ne, Haraldsson war es. Und somit nehmen wir hier 3 Punkte mit. So, jetzt ist es natürlich auch spannend zu sehen, wie die anderen gespielt haben. Vor allem wie der BVB, beziehungsweise Leverkusen. BVB haben wir doch gerade gespielt, ey Junge, was ist los mit dir? Ich bin unzufrieden. Sie wussten, dass ich nicht bei 100% bin und eine Pause brauche, aber sie haben mich dennoch... Hä? Oma, was soll das denn? Zu viel an der Shisha geraucht oder was? Es wäre für alle besser, Rotation vorsichtiger angehen, streng dich weiter an. Ach Mann, was soll ich dazu sagen? Er hat halt einfach nicht gespielt und er beschwert sich trotzdem, dass er gespielt hat. Oder hätte ich ihn gar nicht erst mit auf die Bank nehmen sollen. Island hätte ich auch noch eine Rechnung offen. Also in dem Fall Rechnung offen. Ach, wir spielen sogar an Heiligabend. Guck mal an hier, 24. Dezember. Und es scheint so, als hätten... Ach nee, Bayern und Leverkusen spielen noch. Müssen wir uns nochmal gedulden. Letzte englische Woche und dann haben wir hier auch Winterpause und dann können wir reingehen. So, und vom Ergebnis her haben sie unentschieden gespielt, würde ich sagen, oder? Sieht nach unentschieden aus. Und es ist so, perfekt. Also viel besser hätte es gar nicht laufen können. Leverkusen trotz den Bayern in Unentschieden ab. Somit sind wir 3 Punkte wieder dran. Leverkusen auch nur 4 Punkte dahinter. Dortmund 5 Punkte. Also es ist sehr, sehr eng. Vor allem, wie gesagt, die internationalen Plätze sind schwer umkämpft. Und unten kämpft auch jedes Team von Hannover aus. Du kannst auch Stuttgart noch mit reinnehmen und die Freiburger, die kämpfen noch um den Klassenerhalt. Das sind auch nur 6 Punkte. Das wird noch ein richtiges Hauen und richtiges Stechen geben. Jetzt hoffe ich, dass wir uns gegen Köln mit dem Sieg aus dem Jahr verabschieden. Hinrunde ist es ja noch nicht. Ein Spiel haben wir ja dann noch. Und zwar gucken wir mal hier rauf. Und zwar gegen Union. Und dann geht es gegen Paderborn los. Dann in Leipzig. Dann haben wir einen Hammermonat hier mit Leverkusen, Stuttgart, Union. Dann kommen die Bayern. Davor auch United. Dann hier das Rückspiel nach Wolfsburg. Also haben wir einiges zu tun. Ich hoffe, dass wir den Kader bis dahin ein bisschen aufgefrischt haben, nochmal ein bisschen aufgewertet haben. So von der Qualität her. Und dann gucken wir jetzt erstmal, dass wir gegen Köln da nochmal 3 Punkte einfahren. Macht's gut, lasst einen Daumen nach oben da, kostenloses Abo und bis zum nächsten Spiel. Macht's gut, ciao, ciao.